Servus, Sawadikap und Ei Gude, der Stefan hier. Heute wieder aus dem Terminal 21 und hier wird wieder gekocht und gefuttert, was das Zeug hält. Warum das so ist, wie es aussieht und wie es schmeckt, erzähle ich euch gleich. Also bleibt gespannt, es geht los. Auf 2 Etagen spielt sich hier die Veranstaltung ab. Kochen, futtern, probieren, alles dabei. Das sind süße Sachen aus Kokos gebacken. Leider ist das alles mehr für die Thais gedacht, weil alle Texte, alle Beschreibung ist in Thai-Schrift. Also was das ist, habe ich so genau nicht in Erfahrung bringen können, aber es ist irgendwas Süßes und mit viel Zucker. So, und zum Probieren gibt es natürlich auch Kop Kong Kap. Und heiß ist es. Das ist eine Art Weißwurst und very tasty. Aroy Mak Mak. ขอบคุณค่ะ
Hier Leute, und da muss ich natürlich gleich wieder zuschlagen. Süße Sachen. So, was nehmen wir denn? Das hier probieren wir mal. Und das hier sieht schon so. Genial. Grilled Sticky Rice with Tara, 10 Baht. Schade, dass ich nicht weiß, was es ist. So, da hat der Stefan jetzt mal zugeschlagen. Einmal Sticky Rice, einmal Taro im Bananenblatt und einmal Banana im Bananenblatt. Wie es schmeckt, werde ich dann zu Hause erfahren. So schaut es aus. So, das hier sind wohl die Hauptdarsteller dieser Veranstaltung. Zumindest erkennen Sie uns hier von den Plakaten an. Und natürlich immer sehr beschäftigt, die Thais. Smartphone, die größte Erfindung seit dem Rad in Thailand. So, was dort breit geklopft wird, gibt es dann später als Süßigkeiten zu kaufen. So, hier auch wieder was Süßes mit Taro-Filling, also gefüllt mit Taro. Das ist das, was auch in meinem Bananenblatt drin ist. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Wer schon immer mal wissen wollte, wie getrockneter Fisch schmeckt, der kann hier probieren. Ich weiß jetzt, wie es schmeckt. Ich brauche es kein zweites Mal mehr. Aber alles Geschmackssache. Und wer schon immer mal wissen wollte, wie diese kleinen Teigtaschen gemacht werden, hier habt ihr es gesehen.
So Freunde, wer hier keinen Hunger kriegt, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich fahre jetzt nach Hause und werde mal den Inhalt dieser Bambusblätter probieren. Ich lasse euch natürlich daran teilhaben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns gleich wieder. So Freunde, jetzt bin ich euch ja noch die Auflösung schuldig. Was habe ich mir gekauft? Einmal Sticky Rice. Also so schaut es aus. Eine Bambusröhre über dem Feuer gegrillt oder über dem Grill gegrillt, gefüllt mit Reis. Und dann gucken wir mal, wie das schmeckt. Schmeckt süß und nach Kokos. Und dann gucken wir mal, was wir noch haben. Ein Bananenblatt. So, von der Füllung her weiß ich schon, es ist keine Banane. Es sieht leicht bläulich aus. Taro oder so ähnlich hat sich das genannt. Und ist auch noch mit Füllung in Gelb. Sau lecker und auch sau süß. Und dann gucken wir mal, was in dem anderen Blatt drin ist. Und auch das ist blau gefüllt. Und dann nehme ich an, das, was hier drin war, das Gelbe war Banane. Und das hier hat eine weiße Füllung. Hat einen unbekannten, undefinierten, aber süßen Geschmack. So, und das war's für heute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Stefan.